Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute was super Geniales und Einfaches. Und zwar machen wir Apfelblumen im Blätterteig. Dafür brauchen wir auch gar nicht viele Zutaten. Wir brauchen 2 Äpfel, ein Eigelb, einen Esslöffel Milch, dann eine Packung Blätterteig, frisch wenn es geht, 1 bis 2 Esslöffel gehackte Mandeln und 2 Esslöffel Zucker und einen halben Esslöffel Zimt. Ja, wir müssen als allererstes unseren Blätterteig vorbereiten. Ihr seht, ich habe ihn hier einmal halbiert. Rechts seht ihr, dass ich das Ganze gekennzeichnet habe mit dem Lineal ein klein wenig. Und zwar, wir brauchen 2 cm dicke Streifen. Und es geht ganz gut mit einem Pizzarädchen. Ich habe jetzt hier am Anfang ein Lineal benutzt, aber dann habe ich es weggelassen, denn es ist eigentlich egal, ob es jetzt exakt 2 cm dick sind, oben, unten, das ist sowas von egal. Also das ist, macht es einfach nach Augenmaß und dann passt die Sache. Ja, da schneide ich jetzt so schöne kleine Streifen ab. So sieht es aus. Dann habe ich hier meine Äpfel, die habe ich geschält. Entkernen müssen wir sie noch nicht. Dann habe ich hier mein Ei mit der Milch und das wird verquellt. Das bringen wir dann später zum Einpinseln. Dann nehme ich hier einen Apfel. Den schneide ich jetzt auch so gut 1 bis 2 cm dick in Scheiben. Wobei ihr könnt selbst entscheiden, wie dick ihr diese Apfelblumen haben wollt. Ich wollte es jetzt nicht ganz zu dick haben. Deswegen so 1 bis 2 cm, denke ich, ist eine gute Dicke. Ja, die werden dann in Scheiben geschnitten. Ihr seht, ich habe das Apfelgehäuse noch drin. Ihr müsst natürlich ein Loch hineinmachen. Ich habe das jetzt hier mit einer Spritztülle gemacht. Meine Spritztülle hier hat jetzt einen kleinen Nachteil, dass unten der Rand gewölbt war. Also er war nicht spitz, scharf. Deswegen habe ich mich ein bisschen schwerer getan, aber es hat funktioniert. Und dann bekommt man da so richtig schöne, gleichmäßige Kreise hinein. Und der Apfelkern ist draußen. Diese Größe passt vollkommen. Das machen wir dann mit jeder Scheibe. Übrigens, die Menge kommt immer darauf an, wie groß der Apfel ist und wie groß ihr die Streifen macht. Ich hatte jetzt 14 Stück, also bei mir kamen 14 Stück raus. Ja, und dann geht es auch schon weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich die eine Hälfte nochmal halbiert, denn ich habe festgestellt, so kleine Streifen, die langen vollkommen. Ja, und dann legen wir auch gleich los. Und zwar ist ganz einfach. Ihr nehmt einen Apfelring und da wickelt ihr einfach den Blätterteig darum. Ich habe jetzt immer so einen Platz zwischen den Blätterteig gelassen, damit man auch den Apfel ein bisschen sieht. Ihr könnt ihn aber auch komplett einwickeln. Also je nachdem, wie viel Blätterteig ihr haben wollt. Aber so wie es ich jetzt gemacht habe, war optimal. Ja, das wickle ich dann ein. Also einmal rum. Und das ist auch der Grund, warum wir ein großes Loch brauchen, weil sonst klebt es in der Mitte mit dem Teig fest. Und dann wird es so klumpig in der Mitte. Deswegen ein schön großes Loch machen. Dann habe ich hier mein Ei-Milch-Gemisch. Da pinsel ich jetzt jeden Apfel ein. Dann gebe ich da noch etwas Mandelsplitter darüber. Wer keine Nüsse mag, der kann sie weglassen. Ihr könnt aber auch andere Nüsse nehmen. Dann das Ganze noch mit Zimtzucker, ganz wichtig, sonst wird es nicht so süß. Beträufeln. Und dann kommen die in den Ofen bei 175 Grad, so ungefähr 20 Minuten. Und so sah es dann aus. Lasst sie dann bitte kurz abkühlen, denn wenn das ihr jetzt frisch vom Blech nimmt, dann zerbrechen sie euch. Ja, und so sahen sie dann aus. Also das ist wirklich, schneller geht's fast gar nicht. Das ist eine Apfeltasche im Blätterteig und das ist so schnell gemacht, sieht so toll aus und es schmeckt so lecker. Also wirklich, ihr braucht dann maximal mitbacken 30 Minuten, wenn überhaupt. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, diese schnelle Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!